Die Ankündigung und die partielle Einführung von drakonischen Zöllen auf US-Importe und der nachfolgende Zollkrieg haben die Aktienmärkte und auch den US-Dollar temporär einbrechen lassen. Nach der Verschiebung der Zölle ging es zwar wieder aufwärts, in unserem Asset Allocation Update für den Monat Mai bleiben wir allerdings skeptisch für den amerikanischen Aktienmarkt, sehen aber Potenzial in anderen Regionen. Die Konsensusschätzung für den amerikanischen Markt erscheint uns nach wie vor zu optimistisch. Potenzial hingegen sehen wir in Schwellenländern. Diese profitieren von einer dynamischeren Binnenwirtschaft und von historisch tiefer Inflation und damit tieferen Zinsen. Andere präferierte Märkte sind nach wie vor Großbritannien, der Pharmasektor oder der Halbleiterbereich. Alle sind attraktiv bewertet und bieten solide Gewinne. Keine Veränderung haben wir bei Obligationen vorgenommen. Wir erwarten nach wie vor fallende Renditen bei Staatsanleihen, dafür aber steigende Kreditaufschläge bei Unternehmensanleihen. Höhere Erträge versprechen wir uns von Wandelanleihen, insbesondere im IT-Nebenbereich und mal wieder bei Schwellenländeranleihen. Im Bereich der alternativen Anleihen bleiben wir bei Insurance-Linked Strategies und bei Private Equity übergewichtet auf Kosten von Rohstoffen. Was haben wir konkret in unseren Portfolios angepasst? Erstens, wir nehmen Gewinne bei Finanztiteln mit. Finanzwerte profitieren von einer Normalisierung der Zinskurve, haben wenig direktes Exposure zu Zöllen, können aber indirekt in einer möglichen Rezession leiden. Wir glauben, dass das letztere Risiko noch nicht vollständig eingepreist ist und nehmen deshalb die rund 9%ige Outperformance im Jahre 2025 als Gewinn mit. Zweitens, wir wechseln zurück vom amerikanischen Mid-Market-Bereich in den Gesamtmarktbereich. Die Verbesserung der Marktbreite war eine unserer Hauptthesen für das Anlagejahr 2025. Mit der sichtbaren Korrektur im US-Tech-Bereich ist das bereits eingetreten. Wir haben deshalb bereits innerhalb des Monats unseren S&P Equal Weight verkauft. Drittens, wir schließen unser temporäres Übergewicht beim Schweizer Franken. Aktuell gehen wir von einer Verschnaufpause bei der Aufwertung des Frankens aus. Aufgrund der Turbulenzen an den Aktienmärkten hat sich der Schweizer Franken im April zwischenzeitlich fast 5% handelsgewichtet aufgewertet. Angesichts der zu erwarteten Wachstumsschwäche im Ausland dürfte sich die Schweizerische Nationalbank gegen diesen Trend stemmen. Wir haben deshalb unser Übergewicht im Schweizer Franken, das wir Ende März aufgebaut haben, jetzt auch wieder geschlossen. Weitere Details zu unserer Portfolioumsetzung und andere spannende Anlageideen finden Sie wie immer auf unserer Swisscanto Homepage. Kommen Sie gut in und durch den Mai und vor allen Dingen bleiben Sie ausgewogen.